Möchtest du auch so eine Kappe gewinnen? Am Ende des Videos habe ich wieder, wie in den letzten Jahren, ein Rätsel für euch. Und der Gewinner bekommt so eine Kappe oder Dinge aus meinem Shop. Einen schönen guten Morgen von Koh Samui aus. Es ist trocken. Aber ich habe da eben von Anna gehört, 80% Wahrscheinlichkeit, dass es heute aber noch ein bisschen regnet, aber kein Wind. Wir sehen gleich die Temperaturen. Bisher ist es noch stabil geblieben. Gestern war wieder ein fantastisches Wetter. Ja, was kommt heute alles? Ja, also zuerst kommt mal der Wetterbericht, habe ich hier draufstehen. Dann erzähle ich was über Videos, ältere Videos von mir, die jetzt demnächst mal wieder hochkommen. Ja, das Thema Abo, da habe ich Informationen bekommen, dass viele Angst haben, da drauf zu klicken. Die Mitgliedschaft in meinem Kanal. Ja, und dann das Treehouse, das ist ja jeden Donnerstag, wo wir uns treffen. Da war gestern brechend voll, wir hatten gar keine Sitzplätze mehr, da will ich auch was zu erzählen. Aber jetzt erstmal der Wetterbericht. Ja, wie ich gerade schon sagte, die Temperaturen sind angenehm und jetzt gehen wir mal gucken zu meiner kleinen Wetterstation. 28 Grad haben wir, 73% Luftfeuchtigkeit, das ist schon sehr hoch, grenzwertig, dass es vielleicht aber heute noch regnet. Die es nicht wissen sollten, das ist die Aussicht direkt von meiner Terrasse. Ich brauche also nicht weit rumzulaufen. Die Palme, die 3 Blätter hängen noch immer krampfhaft dran, aber der Tod ist der Palme sicher nach etwa 6 Wochen. Geht also ziemlich schnell. Und dann gehen wir mal rüber. Wir sehen da keine Inseln hinten. Koh Tao ist weit, weit weg. Sehen wir heute nicht. Wir sehen nur die Nachbarinsel von Koh Phangan. Wenn man viel Fantasie hat, dann kann man erahnen, dass da irgendwo da hinten in 13 Kilometer Entfernung die Insel ist, Koh Phangan. Diesig. Hier ein Blick zu unserem Wetterberg. Die Wolke hängt also nicht auf dem Berg drauf. Die sind also höher als 500 Meter. Das sieht also nicht so schlecht aus für heute. Das ist die Aussicht vom Küchenfenster. Wenn man hier spült, kein Marine Park zu sehen. Hier sind wir wieder bei unserer Wetter-App im Internet. Ich werde immer wieder gefragt, was ist das für eine? Hier oben steht es. Das könnt ihr einfach eingeben, dann könnt ihr das auf dem Computer euch installieren, beziehungsweise auch auf dem Handy. Es ist umfangreicher natürlich hier auf dem Computer. Man kann dann auch hier die Stunden einstellen, wie der Rhythmus sein soll. Hier stellen wir jetzt mal stündlich ein. Und wo sind wir? Wir sind also hier im Verbund Koh Samui und Koh Phangan. Hier sieht man also blau, es müsste regnen. Ganz rechts ist es in der Skala, da sieht man, wie viel Millimeter Niederschlag da kommen. Also wir haben hier etwa 0,5 mm und 0,2 mm. Also ja, gucken wir mal, was jetzt in den nächsten Stunden jetzt hier passiert. Okay, dann starten wir mal. Wir sind jetzt hier bei 10 Uhr heute. Ja, dann kann ich schon den Termin absagen. Habe den Termin in einer Villa. Da ist schlechtes Wetter. Und morgen gucken wir mal, wie der Trend ist. Morgen früh 3 Uhr hier. Und dann kommt dann schon auch die Feuchtigkeit. Jetzt zoomen wir mal raus, dann sehen wir mal, wo das Ganze herkommt. Wie man sieht, ist also jetzt nur im unteren Bereich, das ist also die besagte Regenzeit, die unsichere Zeit, sage ich mal. Und hier oben, wo ich immer von rede, Rayong da und Bangkok, da sieht man nichts von Regen, da ist es also sehr trocken. Hier sind wir schon beim Sonntag. Und daher könnt ihr euch vorstellen, dass ich gerne jetzt kommen hier oben auch Regenwolken, dass ich gerne nach hier oben möchte für 2 Monate. Ja, gestern beim Treffen am Stammtisch wurde ich dann auch wieder gefragt, was ist denn mit dem Abo? Ja, also ich habe momentan ja 28.800 Abonnenten und mein Wunsch zu Weihnachten ist ja an die 30.000 zu kommen.
Und da sind Unsicherheiten, habe ich festgestellt, wie man ein Abo abschließt. So, dann gehen wir irgendwo mal hin, wo ich schon ein Abo habe, hier, den ich gerne mir auch anschaue. Das ist von Mod und Frank in Thailand, die sind in Pattaya. Und hier unten seht ihr jetzt zum Beispiel den Button Abonniert. Ich habe den abonniert, ich kann den auch wegklicken, Abo beenden. So, diejenigen, die bei mir auf dem Kanal gehen und die haben noch kein Abo angeklickt, die sehen das so. Da klickt man einfach drauf. Daneben ist eine Glocke, das bedeutet, ihr werdet informiert, wenn ich einen neuen Film reinbringe. So, das war's. Das kostet nichts, ist umsonst und man kann jederzeit wieder draufklicken und sagen, ich möchte das beenden, ich bin mit den Filmbeiträgen von dieser Person oder von mir, ganz genau gesagt, nicht zufrieden, dann kann man das löschen. Also hier draufklicken, auf die Glocke und dann werdet ihr informiert. Das war's eigentlich. Ja, was gibt es noch mehr auf meinem Kanal? Da gibt es hier zum Beispiel die Playlisten. Da werde ich auch schon mal nachgefragt, was hast du denn alles so für Filme? Ich habe über 1600 Filme mittlerweile drin. Da kann man also auf Playliste raufklicken und dann werden die alle angezeigt zu bestimmten Themen, die sich immer wieder in der Thematik wiederholen. Die werden dann hier aufgeführt. Motorreparatur, das war ja ein langes Ding hier mit meinem Suzuki. Da sind alle Filme aufgeführt, Reiseinformationen, Oma. Ich glaube, eine 70 Playlisten habe ich alleine. So, und dann haben wir Mitglied werden. Da kann man draufklicken. Dann kann man für einen kleinen Betrag Mitglied werden bei mir. Kann auch jederzeit gekündigt werden, wenn man nicht mehr zufrieden ist. Da gibt es verschiedene Beitragssätze, die man da hat. Und da hat man eben halt bei mir den Vorteil, dass ich montags immer eins der neuesten Videos euch zeige, was die anderen noch nicht gesehen haben. Und da meistens werde ich da auch bei Filmen, wo ich mir von der Thematik nicht sicher bin, die Mitglieder zeigen und dann auch fragen, was sie darüber denken, bevor ich es wirklich offiziell online stelle. Also wie ihr gesehen habt, mit dem Abo anklicken, da ist keine Hexerei. Ich habe auch keinen finanziellen Vorteil dadurch. Das ist nur eine Ausdrucksweise, wie stark ist der Kanal, wie viele Community-Mitglieder sind da drin. Und macht mich natürlich stolz, wenn die Zahl immer größer wird. Ich habe so im Schnitt so um die 500 pro Monat im Moment, die dazukommen. Und ich würde mich ja eben halt freuen, wenn ich am Jahresende die 30.000 Marke überschreiten kann. Manchmal bekomme ich von YouTube auch einen Hinweis, dass ich Urheberrechtsverletzungen gemacht habe bei Filmen. Das sind meistens bei älteren Filmen, da war damals dann die Musik frei und der Besitzer davon, der hat also Ansprüche erhoben und dann ist der Film gesperrt in manchen Ländern. Und da möchte ich jetzt also die älteren Filme wieder neu auferleben lassen, weil das ja meistens sind es die Drohnenfilme, das ist ja eine Filmdokumentation, dafür habe ich das ja damals gemacht, zu dokumentieren, wie es jetzt zu dem Zeitpunkt aussah. Und ich finde es schade, wenn man die Filme nicht mehr sehen kann, nur weil da jetzt eine Urheberrechtsverletzung ist. Was ich jetzt machen wollte, ist eben, dass ich neue Musik darunter bringe und dann den Film wieder reinstelle mit dem Hinweis, dass aufgrund des Urheberrechtsverletzung da jetzt eine neue Musik gekommen ist. Ist vielleicht für den einen oder anderen interessant und ich habe das weiterhin in meinem Portfolio drin, euch zu zeigen, wie es hier aussieht und auch wo ich sonst noch geflogen bin. Ich sage das deswegen, ich weiß aus der Vergangenheit, da kamen dann so Kommentare, was zeigst du denn da für einen alten Kram, weißt du nicht, was du neu reinbringen musst. Nein, darum geht es nicht. Es geht nur eigentlich darum, dass man dieses Filmmaterial weiter im Online hat für die Personen, die das gerne sehen möchten. Ja, gestern war ja Donnerstag und das Treehouse, normalerweise, ich komme dahin 20 Minuten vor 6 Uhr abends und dann sitze ich dann erstmal alleine da. Ich komme da gestern an, saßen da schon 15 Mann, alle Plätze waren belegt.
Habe ich also noch nie gehabt. Ein großer Ansturm war da, kamen noch mehr an und der eine oder andere, die sind dann auch wieder weggegangen, weil die das schade fanden, nicht bei der Gruppe zu sitzen. Da hatte ich ja jetzt den Günther mit beauftragt, dass er jetzt den Mitteltrakt vom Treehaus, diejenigen, die sich die Örtlichkeiten soweit kennen, dass wir also bis zu 30 Leute aufnehmen können. Und dass jeder am Tisch sitzt und ich gehe dann auch zu den einzelnen Leuten immer hin und spreche dann mit denen. Tut mir also leid, dass also gestern zu wenig Platz da gewesen ist. Und dann kommt aber auch immer, das hätte ich auch ja nicht gefunden, kam gestern. Also das Treehaus ist in Menam, an der Hauptstraße sieht man da ein paar Hinweisschilder und dann fährt man etwa so 800 Meter Schotterstraße. Das geht also Richtung Meer und unten rechts abbiegen, da sind dann auch Flaggen, sieht man da. Und da fährt man dann rein und dann kommt man auch zum Treehaus. Die Straße ist nicht beleuchtet abends, das muss ich noch hinweisen. Und wieso sind wir da? Wir sind jetzt schon seit 2 Jahren dort. Wir haben da einen super Service. Die Pamela ist ja die Besitzerin, das ist eine Deutsche. Der Service ist gut, das Essen ist gut, man bekommt schnell seine Getränke und das Essen und ich kann mich da gar nicht drüber beschweren. Und wenn die Pamela das hier sehen sollte, Dankeschön für den Service, wir sind immer sehr zufrieden damit. Ja, jetzt zu meinem Rätsel. Diese Kappe, das wird jedes Mal eine andere sein. Da hinten liegen noch 2, 4, 6, 7, 8 liegen da noch. Diese Kappe werde ich jetzt hier verlosen. Und das geht folgendermaßen, wie ich das in der Vergangenheit gemacht habe. Ich blende jetzt hier ein Bild ein. Das kann von Koh Phangan sein, aber auch von Samui. Und ihr müsst mir genau sagen mit Google Maps, wo das ist. Also ihr geht in Google Maps und dann klickt ihr da drauf und dann kommen die Koordinaten. Und diese Koordinaten schickt ihr mir zu. Hier unten drunter kommt jetzt auch meine E-Mail-Adresse. Und der Erste, der das richtig beantwortet hat, wo das ist, der bekommt diese Kappe oder so eine Kappe von mir zugeschickt. Ich werde das im Briefkuvert verschicken, dann ist das so in 1, 2 Wochen ist das dann bei euch. So, viel Glück bei dem Rätsel. Eigentlich ist es ja kein Rätsel, ihr müsst es nur wissen. Diejenigen, die also hier gewesen sind, die wissen es vielleicht. Oder die meine Filme gesehen haben, nämlich in meinen Filmen sind die Standorte auch zu sehen. Das war's, bis zum nächsten Mal. Tschüss.